Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute wollte ich euch eigentlich original ein Video zum Beta-Server zeigen, wie sich dort die Server-Merges, die Server-Fusion verhalten, ob das alles glatt abläuft. Und ich wollte so ein bisschen auf die Server gucken, die jetzt momentan gerade noch alleine stehen, aber auf dem Beta-Server bereits gemerged sind, was das für einen Unterschied macht. Die Player-Anzahl, die Gilden, die Spieler, wo die sich befinden, auf welchen Rängen, aber in der Beta ist es leider nicht zulässig, einen neuen Account zu erstellen, sondern man kann sich dort dann nur drüber wohl einloggen, wenn man halt einen bereits bestehenden Account auf dem Server hat. Und da ich auf den gemergten Accounts keinen Account besessen habe, kann ich dementsprechend auch mich dort nicht einloggen. Es kommt dann immer eine Fehlermeldung, wenn ich einen neuen Account erstellen möchte, dass es halt für die Beta nicht zulässig ist. Und deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber so wie ich hier und da schon gehört habe, sollen viele Sachen wohl schon ganz gut laufen. Viele Sachen sollen ganz gut funktionieren. Es gibt hier und da noch ein bisschen einen kleinen Schluckauf mal hier und da. Aber das ist, denke ich mal, auch normal für so eine Beta. Aber overall soll es schon mal ganz gut laufen, so wie ich das so ein bisschen mitgelesen hatte. Ja, dafür wollte ich euch heute ein Video zeigen, mal wieder auf W50. Das ja jetzt zweite Mal seit kurzer Zeit. Ansonsten ist ja W50 bei mir gar nicht so doll vertreten. Aber seit dem letzten Video, da sind wir ja so ein bisschen auf den Server eingegangen, auf die Holzfällerhütte hier und so weiter, wie das alles gerade läuft. Und ja, kurz danach hatte mir Basi eine Liste, Grüße gehen raus an der Stelle, zukommen lassen, weil wir als Gilde wissen wollten, wo stehen wir eigentlich so gerade mit der Holzfällerhütte, ne? Weil wenn man sich das anschaut, dann sieht man, okay, Platz 1 bis 4 ist unangefochten ganz weit oben. So, wenn man jetzt aber von Platz 5 bis 10 runter guckt oder schon Platz 5 und Platz 6 mal vergleicht von der Ehre her, sind die viel knapper an uns dran, als dass wir viel knapper an Platz 4 dran sind, sozusagen. Also, das sieht so aus, als ob wir so vergleichsmäßig sehr knapp beieinander sind. Und da wollten ein paar Offis und ich auch wissen, wie das Ganze aussieht. Leider kennen wir uns da mit SF-Tools nicht aus. Dann habe ich überlegt, okay, wen könnte man anschreiben? Basi habe ich dann angeschrieben. Der hatte das mir dann auch den Abend dann gleich ja, rübergeschickt. Deswegen vielen lieben Dank an der Stelle. Grüße gehen raus. Shoutouts an den Kollegen. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und hatte mir eine Liste zukommen lassen, wie wir jetzt eigentlich wirklich gerade stehen. Hat die Kämpfe durchsimuliert, wie wir gegen Rising Star, Red Wings, Hungry Hippos und so weiter dastehen, wie wir auch gegen Dead Valley, Knights Who Say Nie, Hollywood und Crit Happens dastehen. Und man muss wirklich sagen, die Holzfällerhütte auf Platz 5 spielt in einer ganz eigenen Liga und das würde ich euch sehr gerne mal zeigen. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, vielleicht sind diese gildeninternen Sachen ja für den einen oder anderen von euch nichts so, ne? Also interessiert euch nicht so, aber die Holzfällerhütte ist halt ein Projekt, was ich wo ich schon sehr viel Liebe und Mühe reingesteckt habe und das ist halt eben sozusagen meine Gilde, sag ich jetzt mal, ne, die ich hier leite auf W50 und deswegen ist das für mich auf jeden Fall was Besonderes. Genau, und wir gucken einfach mal rein. Der Basi hatte die Kämpfe durchsimuliert und wenn wir jetzt mal hier schauen mit SF-Tools, dann haben wir gegen Crit Happens eine Chance von 0%, gegen Hollywood auch 0, Knights Who Say Nie auch 0, Dead Valley haben wir auch 0% Chance, ja, das war auch schon relativ klar, weil der Ehrenabstand macht es schon relativ leicht erkennlich. Auf Platz 5 sind wir und auf Platz 6 also ich glaube, die Momentaufnahme, wo er das berechnet hatte, ist jetzt schon 2 oder 3 Tage jetzt mittlerweile alt. Also ist jetzt noch von der Woche, aber ein bisschen älter ist es schon. Also jetzt, es ist aktuell, aber halt 2, 3 Tage alt eben. Ne? Dann haben wir hier auf Platz 6 mit Red Wings mit 100% Gewinnchance. Ja? Rising Star mit 100% Gewinnchance. Hungry Hippos 100%, Shadow Hunters 100% und Ace of Space auch 100%. Und das ist ein bisschen komisch, weil, ja, gut, hier hätte man das denken können, dass wir keine Chance gegen die ersten 4 haben,
aber bei den nächsten Gilden unter uns, 6, 7, 8, 9, 10, hätte man denken können, okay, da haben wir vielleicht eine 50-50, 60-40, 70-30 oder so, ne? Aber da haben wir tatsächlich gegen jede einzelne Gilde 100%. Und da hat er auch dazu geschrieben, finde es selbst ein bisschen komisch, dass es von 0 gleich auf 100 geht, habe ein bisschen rumprobiert, müsste aber eigentlich laut SF-Tools alles so safe sein. Bei den Total Stats von den Gilden erklärt sich das Ganze eigentlich ganz gut. Und dann haben wir hier einmal die Total Stats von jeder Gilde. Crit Happens mit 7,6 Millionen. Hollywood haben wir mit 7,1 Millionen Stats, also das sind die Base Stats zusammengerechnet quasi. Knights Husseini haben wir 6,7. Ja, Dead Valley haben wir 6,8. Das ist hier anscheinend wohl, ja, weiß ich nicht, ist in der Reihenfolge ein bisschen verkehrt hier gewesen. Und dann haben wir, ja, mit ganz großem Abstand zu Rang 5 halt unsere Gilde, die Holzfällerhütte. Wir sind auf 5,6 Millionen Skillpunkte im Moment zusammengerechnet an Total Stats, ne? Und das ist halt eben ein sehr großer Abstand zu Rang 4. Aber wenn wir das jetzt begutachten, haben wir auch einen extrem hohen Abstand von den Total Stats zu Rang 6. Momentan gerade die Red Wings hier gewesen. Und ja, das kristallisiert uns als Platz 5 Gilde ein bisschen so raus, dass wir hier wirklich sehr alleine in unserer Liga spielen. Denn wenn wir nämlich die beiden Gilden hier betrachten, Dead Knights und Knights Husseini, dann spielen die relativ nah zusammen. Hollywood und Crit Happens sind schon ein bisschen weiter auseinander, also Crit Happens hat schon guten Abstand. Und wenn wir hier sehen, die Red Wings und Rising Star, die sind relativ nah beieinander. Und dann haben wir hier Hungry Hippos und Shadowhunters, die auch relativ nah beieinander sind. Und Ace of Space sind dann schon wieder ein bisschen weiter weg vom Schlag. Also hier ab der Rang 10 Gilde merkt man dann schon auch einen Abwärtstrend, der relativ stark ist. Aber was halt sehr interessant ist, wir sehen halt, dass wir relativ nah bei den Gilden hier dran sind, Rising Star, Red Wings und so von der Ehre her, aber die eigentlich wirklich gar keine Chance gegen uns haben. Das heißt, im Umkehrschluss haben wir keine Chance gegen Platz 4 und Platz 6 hat keine Chance gegen uns, was uns wahrscheinlich erstmal dauerhaft stagnierend auf Platz 5 hält, auf einer sehr safen Position momentan gerade. Ja, das fand ich sehr interessant und spannend mal so zu wissen, deswegen Dankeschön an Basi, der das Ganze hier ausgerechnet hat, da wir zu inkompetent dafür sind, mit SF-Tools umzugehen. Und der Stat-Unterschied zwischen den Gilden über und unter der Holzfällerhütte und eben der Holzfällerhütte ist einfach extrem groß. Bei den anderen Gilden ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Die Holzfällerhütte scheint in ihrer eigenen Liga zu schweben. XD. Red Wings hat zum Beispiel gegen Rising Star eine 34,16% Chance. Also denke nicht, dass SF-Tools da irgendwie verbuggt ist und nur 0 auf 100 angezeigt. Wie bereits geschrieben, irgendwie befindet sich die Holzfällerhütte in ihrer ganz eigenen Liga. Und falls interessant ist, Hollywood hat nur eine 1,09 Chance gegen Crit Happens momentan gerade zu gewinnen. Ja, diese Statistik wollte ich euch mal ganz kurz nicht vorenthalten, weil diese, die Ehrenhalle-Liste hier, da könnte man halt eben denken, dass halt eben von Platz 5, 6, 7, 8 und 9 vielleicht auch noch so relativ nah beieinander sind, was so die Accounts, die Skills, die Statpunkte, die Konkurrenz angeht, aber es dann doch schon einen sehr starken Unterschied innerhalb auf W50 gibt, gildentechnisch, die sich dann doch klar nochmal voneinander abgrenzen und das Ganze wollte ich mal so ein bisschen beleuchten. Vielleicht ist das was für den einen oder anderen so. Wenn wir uns auch mal hier die Durchschnittsstufen anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, haben wir hier 458er Durchschnittslevel und unsere Gilde ist bei 473, Mensch, Zahlendreher immer, 73, also das sind auch schon deutliche Level, sag ich mal, in dem Bereich, aber genauso gut sehen wir halt auch hier einen großen Unterschied zu uns halt eben und hier sehen wir, dass das Durchschnittslevel zum Beispiel hier 490 ist, was auch schon halt eben extrem krass ist für die Stufe, die wir jetzt momentan gerade haben auf dem Server und umso weiter das hochgeht, umso krasser wird es auch,
Ja, also Chris Happens ist hier schon mit einer 500er Stufe am Start, Hollywood und Nice Husseini. Aber auch Dead Valley sind hier relativ nah beieinander, was die Stufe angeht. Man muss immer noch mal gucken, man weiß immer nicht, wer ist noch so in der Dungeon-Pause, ne? Wer hat es schon gemacht und wie geht das Ganze noch weiter. Viele haben ja jetzt mittlerweile schon die Dungeon-Pause verlassen auf dem Server hier. Und ja, also wie gesagt, bis Stufe oder bis Rang 10 haben wir hier eigentlich haben wir sehr, sehr starke Gilden. Danach merkt man schon ein bisschen, dass sie ein bisschen schwächer werden. Heißt nicht, dass die Gilden gleich hier inaktiv sind auf dem Server. Ganz im Gegenteil, die sind alle noch sehr, sehr, sehr aktiv. Aber W50 an sich ist halt eben ein Monster-Server mit einer ganz heftigen Spitze, sag ich mal, was die Konkurrenz angeht. Das ist sehr, sehr krass. Da ist die Messlatte sehr hochgelegt worden. Und dementsprechend macht das die anderen Gilden jetzt dadurch nicht schlechter oder stehen jetzt dadurch schlechter da. Weil nach wie vor sind hier auch sehr viele Gilden, die trotzdem gut gefüllt sind, meist 50 Leute drin haben und halt eben ein bisschen entspannter spielen, vielleicht nicht ganz mehr so krass wie die ersten paar Gilden, aber dann doch nach wie vor der Server hier immer noch ein sehr, sehr starker ist und deswegen bin ich auch sehr stolz, muss ich sagen, dass wir hier jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal gesetzt haben mit der Holzfällerhütte auf dem Server hier und wir uns trotz hier hin und wieder mal so ein paar Schwierigkeiten oder Problemen, die sich halt so einer Gilde eben auch stellen muss, haben wir es trotzdem geschafft, eine sehr coole Gilde hier auf die Beine zu stellen. Und deswegen vielen lieben Dank da auch an jeden, der hier Mitglied in der Gilde ist und hier aktiv jeden Tag hier am Start ist. Und auch Dankeschön an der Stelle auch an die Offiziere. Das soll soweit gewesen sein. Wieder mal ein kleiner Update-Talk zur Gilde hier auf W50. Kann man hin und wieder auch mal bringen, auf jeden Fall. Dankeschön nochmal an Basi an der Stelle für die Liste. Ich denke mal, oder ich hoffe mal, das war recht interessant und beleuchtet den Server nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.